In der Türkei können Menschen allein von Zinsertrag ihrer Bank leben? Kann das wirklich sein? Und wie soll das gehen? Ist die Türkei wirtschaftlich nicht angeschlagen? Die jährliche Inflation stieg bis September 2021 in der Türkei auf 19%. Das sind 5% mehr als sonst. Die Löhne stiegen zwar noch im Juli des gleichen Jahres um 24% an. Daher ist der Reallohn in der Türkei noch immer im positiven Bereich gestiegen. Dies gilt auch für Mindestlöhne. Dennoch ist ein Geldverlust spürbar. Auch in Deutschland haben wir eine hohe Inflation. Reallohnerhöhung ist jedoch in Deutschland bisher noch im negativen Bereich. Im Jahr 2019 betrug die Inflation in der Türkei noch ca. 12%. Seit Jahren haben Türken einen Reallohnanstieg von durchschnittlich 11% erlebt. Viele Türken suchen sich neben ihrer Hauptbeschäftigung weitere Einkommensmöglichkeiten. Das können Nebenjobs sein oder das, was Ayşe seit Jahren macht. Ayşe lebt in der Türkei und bekommt pro Monat 8.300 türkische Lira von ihrer Bank ausbezahlt. Das sind über 700 Euro pro Monat. Ayşe ist bei dieser Bank aber nicht angestellt. Sie ist Kundin dieser Bank. Wie macht Ayşe das? Ayşe hat sehr viel gearbeitet und konnte 500.000 Lira ansparen. Das sind ca. 45.000 Euro. Dieses Geld hatte sie vor Jahren in ein Festgeldkonto investiert und bekam 24% Zinsen pro Jahr mit Auszahlung pro Monat. Nach Abzug einer Steuer bleiben ihr pro Monat 8.300 Lira Zinsertrag, womit man in der Türkei schon sehr gut leben kann. Dazu bekommt sie noch den Lohn bei ihrer Arbeitsstelle. Der Zinssatz passt sich laufend der Wirtschaft an. Damit wird das Einkommen der Türken nochmals aufgebessert und der Wohlstand nochmals erhöht. Aktuell im Jahr 2021 gibt es bei Banken zwischen 15 bis 19% Zinsen. Zu hohe Zinsen haben aber auch einen Nachteil für die Wirtschaft des Landes. Das Problem bei hohen Zinsen ist, dass die Arbeit dann nicht mehr attraktiv ist, weil mit schon 3.500 Lira pro Monat eine Existenz in der Türkei möglich ist, wenn auch nur mit Verzicht auf Luxus. Ayşe müsste also nicht arbeiten und könnte vom Bankzins in der Türkei leben. Die türkische Regierung möchte ein hohes Wachstum in der Türkei und dafür muss Arbeit attraktiv bleiben. Das kann erreicht werden, wenn die Zentralbank den Leitzins senkt. Dann wiederum kann der Kauf einer Immobilie in der Türkei interessant werden. Dazu würden die 45.000 Euro von Ayşe genügen. Obwohl die Türkei eine Wohneigentumsquote von 60% besitzt, investieren viele Türken dennoch in ein Festgeldkonto bei ihrer Bank. Aktuell hat man wegen der Inflation etwas mehr Verlust. Die Türken sind ein kauffreudiges Volk und das liegt an der hohen Inflation im Land. Auch das kurbelt die Wirtschaft nochmals an und die Löhne und Gehälter steigen weiterhin an.